Willst du mit mir diskutieren oder was? Ja? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du, wie man richtig auf Deutsch diskutiert. In schriftlichen Texten genauso wie in der mündlichen Konversation. Dieses Video hilft dir also, besser zu sprechen und zu schreiben und deshalb ist es auch für deine Prüfungsvorbereitung bestens geeignet. Nun die Frage aller Fragen, was gehört überhaupt zum Diskutieren dazu? Ich habe dir dieses Thema in 7 logische Teile aufgeteilt. Du wirst zu allen Teilen mehrere Redemittel bekommen, und zwar anhand eines bestimmten Themas, über das wir gemeinsam diskutieren. So hast du nicht nur die Theorie, sondern auch gleich die Praxis dazu. Gut, oder? Das ist aber noch nicht alles, denn du kannst dir die Redemittel als PDF herunterladen, und zwar wie immer kostenlos. Übrigens, bald beginnt mein brandneuer Vokabelkurs, in dem du die wichtigsten 3500 deutschen Vokabeln lernst, um über 90% unserer Alltagssprache zu verstehen. Wenn du Interesse hast, trag dich schon mal unverbindlich in die Early Bird Liste ein, damit du rechtzeitig alle Informationen bekommst, wenn der Kurs losgeht. Du findest alle Links in der Beschreibung unter dem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Ich habe mir ein Thema überlegt, über das alle von euch diskutieren können, denn jeder hat etwas dazu zu sagen. Und was ist es? Die Frage, die heute zur Diskussion steht, lautet: Soll Bargeld abgeschafft werden? Können und wollen wir in einer Welt ohne Bargeld leben? Bevor wir loslegen, nimm dir einen Moment Zeit, um über das Thema nachzudenken. Benutzt du selbst eher Bargeld oder bezahlst du lieber bargeldlos mit EC-Karte, Kreditkarte, PayPal etc.? Wie hat sich dein Kaufverhalten in den letzten Jahren durch die Online-Einkaufswelt verändert? Welche Vorteile hat Bargeld, die das Bezahlen mit zum Beispiel einer Karte nicht hat? Und welche Risiken bergen beide Bezahlungsmethoden? Du und ich führen nun gemeinsam eine Diskussion über dieses Thema. Ich zeige dir meinen Standpunkt und du antwortest mit deiner Meinung und Vorschlägen. Schreib deine Meinung zum Thema in die Kommentare, damit ich so viel wie möglich korrigieren kann. Beginnen wir mal die Diskussion mit Punkt Nummer 1. Die eigene Meinung sagen. Das kannst du nun folgendermaßen machen. Ich bin der Meinung, dass Bargeld abgeschafft werden sollte, weil es heutzutage nicht mehr nötig ist. Alternativ kannst du sagen, meiner Meinung nach sollte Bargeld abgeschafft werden. Oder der Klassiker, ich denke, dass man Bargeld abschaffen sollte, weil... Das heißt, man sagt erstmal seine Meinung und gibt dann seine Gründe dafür an. Das ist die logische Reihenfolge. Es gibt noch weitere Redemittel, die habe ich dir alle im PDF aufgelistet. In Punkt Nummer 2 mache ich ein paar Vorschläge und dann bist du dran. Ich würde das besser finden, denn ich persönlich habe mit Bargeld viel weniger Kontrolle über meine Ausgaben als mit meiner EC-Karte. Am besten wäre es, wenn alle Ausgaben automatisch in einer Excel-Tabelle aufgelistet wären. So hätte jeder immer den perfekten Überblick über seine Finanzen. Achte hier gut auf den Konjunktiv 2, denn es geht um eine Hypothese, also etwas, das nicht real ist. In anderen Worten, ich schlage vor, dass Bargeld abgeschafft wird, damit ich mehr Kontrolle über meine Ausgaben habe. Das ist jetzt natürlich Ironie von mir, es geht ja hier aber nur um die Diskussion und um die Redemittel. Nun bist du an der Reihe, denn ich frage dich nach deiner Meinung, und das kann ich folgendermaßen machen.
Was meinst du zu diesem Thema? Oder was meinst du dazu? Was hältst du davon? Hast du eine bessere Idee oder einen besseren Vorschlag? Jetzt gibt es 2 Optionen. Entweder du bist meiner Meinung oder du bist nicht meiner Meinung. Wenn du mir zustimmst, kannst du Folgendes sagen. Ich bin ganz deiner Meinung oder das sehe ich auch so wie du. Oder ich finde auch, dass man Bargeld abschaffen sollte. Jetzt kannst du auch deine Gründe und Argumente ergänzen, damit du deine Meinung sinnvoll aufbaust und verteidigst. Natürlich kannst du auch anderer Meinung wie ich sein, dann bekommt die Diskussion etwas mehr Würze. Also lehnst du meinen Standpunkt jetzt mal ab. Und das geht so. Ich bin ganz anderer Meinung oder ich kann deiner Meinung nicht zustimmen. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich bin absolut dagegen, dass man Bargeld abschafft, denn dann hat man noch mehr Kontrolle über uns. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann man nichts mehr anonym machen. Man ist zu 100% abhängig von den Banken und sie können die Negativzinsen so weit erhöhen, dass dein Geld weniger wert ist. Da hast du nicht Unrecht, da muss ich dir zum Teil zustimmen. In Punkt 6 drücke ich nun meine Unsicherheit aus, denn ein paar deiner Argumente haben mich überzeugt. Es ist natürlich möglich, dass wir ohne Bargeld gar keine Privatsphäre mehr haben. Es kann sein, dass unsere Privatsphäre dann noch mehr leidet. Aber leben wir nicht sowieso in einer viel transparenteren Welt, seit es das Internet gibt? Vielleicht hast du mich mit manchen deiner Argumente überzeugt, aber du hast etwas angesprochen, von dem ich wenig Ahnung habe. Das kann ich dir sagen. Zu diesem Thema kann ich nichts sagen, denn ich kenne mich in der Bankenwelt nicht aus, vor allem im Bereich von Zinsen oder Bankgebühren. Oder ganz einfach, das weiß ich leider nicht. Beim Sprechen kann man auch „Ich habe keine Ahnung, ob oder warum das so ist“ benutzen. Hier würde ich aber aufpassen, denn je nach Thema kann dein Gegenüber denken, dass du eine schlechte Allgemeinbildung hast. Zum Abschluss drücken wir noch ein paar Gefühle aus, denn selbst wenn man wenig Ahnung von einem Thema hat, so hat man doch meistens zumindest irgendein Gefühl, das man äußern kann. Und das kann genauso eine Basis für eine Diskussion sein. Hier ein paar Möglichkeiten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Leben ohne Bargeld aussehen soll. Oder ich hätte nicht gedacht, dass man überhaupt darüber nachdenkt, das Bargeld abzuschaffen. Auf diese Weise gibst du deinem Gesprächspartner nämlich die Möglichkeit, mehr über das Thema zu sagen. Und das finden ja viele Leute bekanntlich toll, wenn man ihnen Zeit zum Sprechen gibt. Das macht dich auch zu einem besseren Diskussionspartner, zumindest am Anfang, solange du das übst. Und nie vergessen, Übung macht den Meister. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok, damit du noch schneller Deutsch lernen kannst. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.